Jo, herzlich willkommen beim Blutistero. Ich schmeiß mal wieder ein paar Karten auf den Tisch, mitten in der Hitzesaison und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dein Gehirn hat noch nicht gestockt. Oh Gott, das ist ja ganz schön ekelhaft. Egal, ich mache einfach weiter. Ich lege ein paar Karten aus und schaue, ob eine Botschaft für uns dabei ist. Ich heiße Nina und du bist beim Blutistero gelandet. Wir haben schon einmal, sich umdrehend im Deck, den Teufel. Ich tue ihn wieder rein. Wenn er wieder rauskommt, müssen wir ihn noch ein bisschen ernster nehmen. Aber ich habe das Gefühl, der winkt. Was kommt raus? Die Sonne. Das Ass der Kelche hat sich auch umgedreht im Deck. Könnte etwas mit, ja, hat etwas mit dem Teufel zu tun. Das Aufgehen des Herzens könnte hier gebunden sein an etwas Bestimmtes, das sich aber im Deck, also bedeckt hält derzeit. Wir haben hier die Sonne und die 2 der Stäbe. Das ist der Teil, der in deinem Leben gerade sich zeigt, gerade offensichtlich da ist. Interessant. Die Sonne, große Arkana, die Überwindung einer Mauer. Du bist hier vielleicht über eine, mir kommt ganz stark das Wort Biografie, also eine in deiner Biografie eigentlich entstandene Mauer. Also du bist über deine eigene Geschichte gehüpft. Oh, ich muss mal kurz pausieren. So, da sind wir wieder. Also, eine Barriere aus deiner Biografie, eine eigene Mauer, die du hier übersprungen hast, um wieder neu... Okay, geht gerade alles schief. Geil. Ich lasse das, glaube ich, alles drin, was soll's. Und ich bekomme hier tatsächlich Ass der Kelche, der Teufel vorhin. Ich habe das Gefühl, dass diese Überwindung ganz stark mit einem Anspruchsdenken zu tun hat. Also die kleine Welt. Anspruchsdenken hat oft auch mit so einer kleinen inneren Welt zu tun. Also das Modell, das man sich gemacht hat, Biografie, das, was du gelernt hast, was dir anerzogen wurde, das, was eben deine Vorstellung von der Welt geprägt hat. Und diese Expansion, also dieses über diese eigene Mauer hüpfen, über diese Barriere, über diese Hürde gegangen sein oder zu gehen, ermöglicht dir hier einen neuen Blick auf das Leben zu bekommen. Also ganz grundsätzlich. Das darf man doch nicht, ist dir zu wenig. Du möchtest, dass mit dem Ass der Kelche dein Herz richtig aufgeht. Und nicht nur so ein bisschen, sondern dass du dich hier mit der Sonne wirklich, wirklich selber annimmst, wirklich befreist. Cool. Das ist schon, also es ist eine krasse Energie hier irgendwie, weil es hat sich schon etwas freigesprengt. Irgendetwas geht auch mit dem, der Teufel hat sich ja nochmal gezeigt, irgendetwas blinkt noch so, also ist noch irgendwie da, aber wird halt schwächer. Das ist hier das Interessante. Diese Überwindung ist nicht so ein Durchbruch mit Peng und dann ist alles irgendwie plötzlich nicht mehr da, sondern es ist so ein Kraftakt, so ein also wirklich Überwindung auch mit Wegschieben. Dieses Gefühl von Wände sind immer enger geworden, die wieder auseinanderschieben. Das ist irgendwie so das Gefühl, also extrem kraftvoll, wie wir es bei der letzten Legung auch mit der Stimme hatten. Hier, so. Also nicht im Sinne von überlastet sein, sondern wirklich die Barriere nach vorne schieben und zu merken, wie viel Kraft man hat, also auch wirklich sich nach vorne zu lehnen und das zu bewegen, was man bewegen möchte. Auch mit den 10 der Stäben kommt mir hier ganz stark dieses Anspruchsdenken, also dieses du musst, du kannst das noch alles mitbedenken und das noch alles machen und wie auch diese Leistungsansprüche weiterzuschieben oder auf jeden Fall Fremdansprüche weiterzuschieben. Und hier
Ich wollte eigentlich mischen, wäre egal. Hier mit den 2 der Stäben, der eine Stab im Rücken, der ist halt einfach, den hat man jetzt auch zurückgelassen. Das ist eine Entscheidung. Du machst das nicht mehr, stattdessen machst du etwas anderes. Schön die 10 der Kelche, 10 der Stäbe auch mal positiv zu deuten. So, was geht hier weiterhin ab? Mir kommt auch hier, also es hat sich jetzt mehrmals schon gezeigt und auch am Unterdeck, mit der 3 der Kelche auch eine Dankbarkeit, eine Freudigkeit, die damit zu tun hat. Also vielleicht ist das auch die könnte sozusagen die nächste Herausforderung sein. Was ist hinter der Hürde? Ja, hinter der Hürde ist halt die Freiheit und da ist halt irgendwie eine Freudigkeit, eine Leichtigkeit. Das ist wie, du bist die ganze Zeit gegen den Wind angelaufen, plötzlich ist der Wind weg. Oder du bist irgendwie im Windschatten von etwas und plötzlich gehst du wie ganz alleine nach vorne. Das halt auszuhalten, das scheint jetzt hier gerade für dich interessant zu sein. Was ist denn dann los? Ja, keine Ahnung. Das ist dann neu. Das ist dann eine neue Situation. Das macht richtig Spaß, in dieser Energie zu baden. So ist es dann. Und deine alten Vorstellungen davon, wie sich das an einer Stelle wirklich auch geheilt sein, also etwas wieder verbunden zu haben, ein Feld wieder betretbar zu machen, etwas nicht mehr vermeiden zu müssen. Wie sich das anfühlt, das erkundest du hier ganz unschuldig. Also es geht gar nicht darum, das direkt wieder mit neuen Verhaltensanforderungen oder mit irgendeinem Selbstbild zu besetzen, sondern es geht darum, dass du das erkundest, wie ein Kind diese Teiche erkundet. Kennst du ja vielleicht auch, die manchmal im Meer, wenn das Meer sich wieder zurückzieht und das irgendwie so ein bisschen steinig ist, dann bleiben diese Teiche zurück. Also du guckst hier wie auch da so rein, was passiert denn, wenn ich hier wenn das Wasser hier rausgeht und wenn das irgendwo anders hinläuft oder wenn es irgendwo gespeichert wird. Das ist ja, also so ein Teich ist ja im Grunde auch wie ein Kelch, der Wasser hält und Wasser eine Form gibt. Eine organische Form bekomme ich hier auch. Schön. Könnte sich vielleicht auch lohnen, mal in so Teiche reinzugucken. Gibt es ja manchmal so Weiher in irgendwelchen Wäldern oder Parks oder vielleicht hast du sogar einen Gartenteich oder Nachbarn oder so oder Freunde mit einem Gartenteich und zu gucken, was passiert denn da drin? Was entwickelt sich da drin? In die Teiche reinzugucken, also in eine Form von auch etwas, das Unbewusste symbolisieren kann, verbildlichen kann, aber es ist eigentlich begehbar, also du kannst da schon auch was sehen. Du musst da nicht gleich reinspringen, das ist nicht gleich der riesenreißende Ozean, aber es ist trotzdem etwas, was daran erinnert, an dieses, wow, hier ist eine Wasseroberfläche, aber da drunter da geht halt der Punk ab, da ist halt was los. Rad des Schicksals. Mit dem Überspringen einer Hürde, ich weiß nicht, was das für eine Hürde für dich war, hast du hier ermöglicht, dass sich in deinem Leben, in deiner Biografie etwas wenden kann, etwas drehen kann, etwas weitergehen kann, etwas shiften kann. Ein anderer Gang. Du hast einen anderen Gang eingelegt, wie beim Fahrradfahren. Oder beim Autofahren gibt es das ja auch. Einen anderen Gang eingelegt, andere Geschwindigkeiten. So, dass sich das Fahren leichter anfühlt und für dich insgesamt energiesparender ist. Also es muss also wie auch wenn du einen Berg rauf fährst und dann neigt sich die Straße oder der Weg wieder und es geht wieder runter und du musst einen anderen Gang, also solltest oder kannst einen anderen Gang einschalten und musst insgesamt weniger strampeln. Du kannst aber auch mehr Widerstand nehmen, also ist total interessant. Es könnte auch wirklich sowas sein wie etwas, das du entweder selbst ausgelöst hast oder etwas, das sich einfach im Feld löst. Also wie die Straße, dass es da bergauf geht, das hast du ja nicht gemacht, sondern du fährst halt lang. Und also die Straße geht bergauf, es ist anstrengender. Und so ist das manchmal auch einfach im Feld. Es ist manchmal allgemein und kollektiv im Menschenfeld einfach anstrengender als zu anderen Zeiten. Und das spürt man richtig, wenn sich irgendwas löst, womit man vielleicht gar nicht viel zu tun hat oder gar nichts persönlich zu tun hat. Und man weiß gar nicht darum, plötzlich fühlt man sich leichter. Wenn du sensitiv bist für diese Dinge, dann kannst du auch diese Phänomene manchmal vernehmen. Das ist schön. Also da löst sich halt etwas gratis sozusagen. Aber natürlich hast du auch daran teil. Also man hat natürlich als
Individuum auch immer Einfluss auf das Feld. Und ja, natürlich kann das sein, dass du hier auch etwas ganz kollektiv mit angeschoben hast. Ja, okay, da kommt mir gerade ein Ja, ein deutliches Ja. Also kannst du dir auch auf die Schulter klopfen. Hier mit dem Rad des Schicksals. Also du hast einen Beitrag auch gemacht, natürlich. Also auch mit der eigenen Energie, mit der eigenen Präsenz machst du immer einen Beitrag. Unterschätzt das nicht. Okay. Hier ist ein Ende eingeleitet worden. Hier gab es einen Nullpunkt. Also es ist natürlich eine 10, aber es gibt einen Punkt, da ist etwas K.O. gegangen, da ist jemand K.O. gegangen. Vielleicht warst du auch an einer Stelle extrem erschöpft und an einer Stelle niedergestreckt von einer Situation. Und du hast hier mit dem Ass der Kelche losgelassen. Du hast auf eine Weise tatsächlich aufgehört, gegen etwas anzukämpfen und dadurch hat sich wahrscheinlich hier ein Knoten gelöst und du hast eine tiefe Erkenntnis, also ein tiefes Erkennen darum gewonnen. Es ist auch etwas gewesen, was wahrscheinlich in einem stillen Moment passiert ist, also jenseits der Sichtbarkeit von außen. Ja, ein intimes Wegbrechen einer Barriere. Du bist hier durch etwas durchgekommen. Hier war ein Damm und der ist gebrochen. Und jetzt fließt es wieder. Ich rede von einem inneren Damm, also von, hat irgendein Biber in dir etwas gebaut, was das Wasser staut. Und hier Stern, Ass der Kelche, Sonne. Das sind alles so Karten, die das für mich anzeigen. Jetzt fließt es aber wieder. Also Isengard wurde geflutet. So, und jetzt ist es ein neuer Ort. Nicht ein Ort der Ödnis und des Elends, sondern ein Ort, an dem plötzlich das Wasser fließt. Und wo die guten Ents mit zwei Hobbys. Hobbys? Könnte es mit einem Hobby zu tun haben, dass du wieder belebst oder dass dir dabei geholfen hat? Mit 2 Hobbits, meinte ich. Die Ruhe nach dem Sturm genießen. Ja, Kamera überhitzt, macht aber nichts. Ich habe hier sowieso eigentlich alles gesagt. Wollte nur kurz noch Tschüss sagen und wünsche euch alles Gute. Genießt das Gefühl, wenn dich das hier meint. Und freu dich einfach darüber, dass du dem Rad des Schicksals einen kleinen Schubser mitgegeben hast und etwas gelöst hast. Du hast hier eine Bremse gelöst. Das kommt mir ganz klar rüber. Erfreu dich daran. Das ist alles, was ich dazu sagen soll. Tschüss!